Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir in eine Botschaft für den Tag, für das Kollektiv. Ja, hier möchte sich irgendetwas neu gestalten, das Zweifel auslöst. Ne? Hier möchte man vielleicht irgendwo einen Neubeginn starten und man weiß nicht so richtig die Richtung. Es geht vielleicht auch darum, ehrlich zu sich selbst zu sein. Hier denkt man sehr viel nach, was denn auf der Herzensebene umgesetzt werden möchte. Hier können auch Verletzungen aus der Kindheit eine Rolle spielen, warum es da jetzt Zweifel gibt. Es kann sein, dass man sich mit irgendetwas alleingelassen fühlt oder sich vielleicht auch in der Liebe mit trennenden Gedanken beschäftigt. Ich habe hier etwas nagt am Herzen schon in der Vergangenheit. Ne? Man hat sich zurückgezogen, man sitzt in einem Türmchen, man müsste eigentlich die Mauer sprengen oder seine Grenzen erweitern. Gut ist aber, dass wir hier den Liebeskummer auch in der Vergangenheit liegen lassen können. Ne? Hier kommt eine Richtungsänderung, die ein bisschen Aufregung mitbringt. Hier sind die langen Zeiträume gemeint. Ne? Hier stresst etwas, hier hat man so dieses Gefühl, irgendwas fühlt sich nicht stimmig an, etwas braucht mehr Ehrlichkeit, etwas möchte vielleicht auch kommuniziert werden. Und es ist so ein bisschen ein Stressor im Leben, der schon längere Zeit hier mitschwingt, der vielleicht auch etwas mit den Wurzeln zu tun hat, der auch irgendetwas mit uns macht, ne? Erschöpft oder ja, den Wachstum eigentlich verhindert. Es ist so wie ich bleibe auf der Stelle stehen. Der Baum hat die Eigenschaft, dass er steht, dass ihn nichts umhaut, dass er lange, lange Zeit da ist, aber manchmal ist die lange Zeit eben auch, dass man nichts tut, ne? Dass man nicht versucht, aus diesem Gefängnis auszusteigen oder aus einer Situation was anderes zu machen. Ich habe ja aus dem Umfeld die Sterne drin. Ne? Hier kommt ein bisschen Glück, man hat etwas gelernt, man ist an diesem Punkt, wo man weitergehen könnte. Die seelische Ebene wird hier ganz doll angesprochen. Ne? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein Loch, ein Gefängnis, wo man da drin sitzt, wo man nicht den ersten Schritt erahnen kann oder wo man vielleicht auch die Befürchtung hat, wenn ich irgendetwas verändere, dann bin ich nicht versorgt. Aber hier kommt eben der Umbruch. Ne? Hier darf alles, was sich hier nach Stress anfühlt, nach Unehrlichkeit, nach etwas, was nicht in eine gute Richtung läuft, beenden und hier auch dann auch neu stabilisieren. Hier hat man sich etwas erarbeitet. Der Arbeitsbereich könnte auch so ein Bereich sein, der hier mit einfließt. Ne? Und die Transformation, die hier liegt, wird mit sehr erdender Energie einhergehen. Ne? Hier gibt es Impulse, die Klarheit bringen. Ehrlichkeit ist hier sehr wichtig. Das muss jetzt nicht sein, dass man irgendwo hinrennt und sagt, so hier, ne?
ich brauche jetzt mal die oder die Worte von dir, die ehrlichen Worte, sondern es fängt bei einem selber an, dass man guckt, wo bin ich, wo stehe ich und wo vertrockne ich im Prinzip. Wo habe ich vielleicht auch meine persönliche Macht verloren, habe etwas so stehen lassen, obwohl ich wusste, dass es Bedarf hätte, etwas in die Hand zu nehmen. Und ich habe so ein bisschen Chaos auch um einen rum. Das können viele Baustellen sein oder undurchsichtige Sachen, Info, die irgendwo fehlt, wo man einfach nicht weitermachen kann, weil man zu zerstreut auch ist. Wenn man sich jetzt so überlegt, ne, man hätte hier ein Riesengewitter und da noch in den Bergen, dann knallt es ordentlich, ne? Das ist laut. Der Berg steht hier auch für Standhaftigkeit, ne? So wie der Baum hier auch in unserem eigenen Haus. Und hier kommt so der Donner, der irgendwas erweckt, ne? Der Donnerschlag, wo man wieder spürt, so, jetzt muss ich mal anfangen, hier sind viele Emotionen, hier habe ich vielleicht auch ein Stück weit meine Macht verloren, weil ich mich meinen Emotionen hingegeben habe. Das für sich einstehen ist hier sehr wichtig, ne? Die Herzensebene ist hier sehr wichtig. Der Wagemut, dieses der eigene Held auf seiner Lebensreise sein. Ja, und hier kann die Situation sogar ein bisschen so sein, dass man das Gefühl hat, man wäre ein bisschen ein Überlebenskünstler. Man hat mehr Potenzial, das man noch benutzen könnte, anstatt sich hier zu vergraben und nicht in die Gänge zu kommen. Hier ist ungenutztes Potenzial. Und es ist irgendwie Bedarf, sich an neue Lebensumstände anzupassen, ne? Die Stärke und Standfestigkeit ist hier da. Vielleicht ist es auch so, dass andere ständig an der eigenen Energie mitknabbern, sich anlehnen wollen. Man gibt sehr viel Energie ab, aber für sich selber verändert man halt nichts. Im Gegenteil, ne? Hier geht es darum, wieder zum Wohlbefinden zurückzukommen, die kraftvolle Seite zu leben. So auch, dass alle davon profitieren, ne? Wenn man anderen Energie abgibt, wird man normalerweise auch vom Universum mit Energie versorgt. Nichtsdestotrotz möchte hier etwas gedeihen, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr lange mit einem schwingt, wo man sehr lange nichts gesagt, nichts gemacht hat. Und hier kommt das Investieren in uns selber verbunden, dass wir hier unten dann auch viel mehr Halt haben. Wir nehmen mal einen Glücksimpuls noch dazu. Ja, das ist wie so ein Wachmacher, ne? Ein Donnerschlag, der sagt so, hier komm mal, ne? Gebe die Sorgen mehr ab und eine schwere Phase ist beendet. Legt sich hier zum Sarg wunderbar hin, ne? Da geht es zurück in die emotionale Fülle, in dieses, ich lasse mich nicht klein machen, ich sprenge meine Grenzen, mir passt irgendwas so nicht mehr, dann muss ich es ändern, anstatt es nur hinzunehmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich drücke euch bis morgen.